Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Nein, ich bin nicht im Gefängnis, auch wenn es so aussehen mag. Es ist mein erstes Video wieder zurück aus Deutschland und ich weiß noch nicht, ob das mein Spot wird für die nächsten 3-4 Wochen, wird sich zeigen. Aber zunächst einmal ist das mein Spot für das heutige Video. Und fürs heutige Video habe ich eine Menge interessante Themen. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Es ist Spieltag. Real Madrid hat ihr einziges offizielles Testspiel heute Abend um 19 Uhr gegen WSG Tirol. Und wenn ich es irgendwie auf die Beine gestellt kriege, werde ich versuchen, einen Livestream zu machen. Also so eine Viertelstunde vom Anstoß. Schaut mal auf YouTube vorbei. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, und bei der Kaderliste zu diesem Spiel, wir haben nämlich eine offizielle Kaderliste, gibt es eine dicke Überraschung. Ein Spieler, der essentiell ist für Real Madrid, fällt aus. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich in dem Video. Dann Manchester City, Pep Guardiola starten einen Großangriff auf Rodrigo. Das sagt nicht ich. Das sagt Fabrizio Romano. Der hat gestern, glaube ich, 3 oder 4 Videos zu dem Thema gemacht. Was der aktuelle Stand ist, erfahrt ihr in diesem Video. Und dann unterhalten wir uns auch nochmal über Thiago Pitach. Denn der Junge steht nicht nur davor, heute mit Real Madrid zu debütieren. Er steht auch kurz vor einem neuen Vertrag. Was ein Xabi Alonso in diesem Jungen sieht und natürlich zu guter Letzt auch meine Aufstellung für das Spiel heute Abend. All das in diesem wunderbaren Video. Viel Spaß dabei. Ja, um 9:30 Uhr startete der Flug von Madrid nach Innsbruck. Unsere Jungs sind auf dem Weg nach Österreich zu dem Freundschaftsspiel heute Abend gegen WSG Tirol. Dafür hat Real Madrid gestern natürlich die Kaderliste veröffentlicht, wie ihr sie neben mir seht. Und zunächst einmal ein herber Schock. Die Langzeitverletzten, die kennen wir alle. Mendy, Bellingham, Endrick, auch ein Camavinga zurzeit verletzt. Aber auch ein Fede Valverde war nicht auf dieser Liste. Ausgerechnet Fede Valverde, der wohl wichtigste Spieler dieses Kaders. Aber direkt Beruhigung aus Spanien. Fede Valverde hat eine Überlastung. Ich meine, wir kennen die Trainingseinheiten von Xabi Alonso. Es ist auch nicht unbedingt die Schuld des Trainers. Der muss eine ganze Saison in 2 Wochen vorbereiten. Also da muss es natürlich heftig zur Sache gehen beim Training. Und Fede Valverde hat eine Überlastung. Real Madrid möchte nichts riskieren. Deshalb lassen sie den Uruguayer zu Hause. Aber für den Saisonbeginn, heute, in einer Woche schon, da startet der Ernst des Lebens, sollte Fede Valverde wieder zu 100% fit sein. Wenn wir aufs Mittelfeld gucken, sehen wir aber auch, da ist nicht mehr viel übrig. Aber im Tor sehen wir zunächst einmal die üblichen Verdächtigen und Fran González ist auch nominiert. In der Verteidigung das Gleiche, da ist eine ellenlange Liste, also Verteidiger haben wir genug, aber trotzdem ist auch ein Diego Aguado nominiert. Dieser Linksfuß, der sowohl linker Verteidiger als auch linker Innenverteidiger spielen kann. Ich drücke ihm die Daumen, dass er heute Minuten bekommt. Ja, im Mittelfeld, da hatten wir nicht mehr viel zur Auswahl. Aber wie ihr seht, auch da hat Xabi Alonso 2 Talente mitgebracht. Thiago, der steht nämlich für Thiago Pitach und Roberto Martin, beides zentrale Mittelfeldspieler und es könnte sogar passieren, dass ein Thiago Pitach von Anfang an spielt. Ich erkläre euch gleich warum in meiner Aufstellung. Und im Sturm seht ihr die üblichen Verdächtigen. Da ist ein Gonzalo Garcia inzwischen kein Talent mehr, inzwischen fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Ja, das sind die Jungs, die heute nach Österreich aufbrechen, um den ersten Sieg der Saison, im Freundschaftsspiel von Real Madrid für Real Madrid zu holen. Ja, eine Menge Talente, aber unter den ganzen Talenten sticht eins heraus, Thiago Pitach. Dieser 18-Jährige, den vor einer Woche kaum einer kannte, ich gebe es zu, nicht einmal ich hatte diesen Jungen auf dem Radar, entwickelt sich innerhalb von einer Woche zum Shootingstar von Real Madrid. Alle reden über ihn und es gibt neue Informationen. Ein Xabi Alonso, ein Real Madrid, möchte Nägel mit Köpfen machen und diesen Jungen einen langfristigen Vertrag anbieten. Was da los ist, warum er Xabi Alonso so gefällt etc. erfahrt ihr in diesem Video.
Thiago Pitach ist die große Sensation der Saisonvorbereitung von Real Madrid. Er wird mit der ersten Mannschaft der Königlichen zum Vorbereitungsspiel nach Österreich reisen. Und tatsächlich hat sich das Leben des 18-jährigen Fußballers innerhalb nur einer Woche komplett verändert. Denn ursprünglich sollte Manuel Angel mit der ersten Mannschaft aufsteigen, aber einige Beschwerden führten zu einer Planänderung. Und dank seiner großartigen Vorbereitung mit Castilla wurde Thiago Pitach von Xabi Alonso ausgewählt, um aufzusteigen. Außerdem, wie eine Quelle ESPN mitgeteilt hat, arbeitet der Verein bereits an seiner Vertragsverlängerung und könnte seinen neuen Vertrag in den nächsten Tagen abschließen. Denn Thiago Pitach hat aus mehreren Gründen überzeugt. Der erste Grund, wie man in der Fabrik gehört hat, ist, dass das Trainerteam von Xabi besonders von seiner Fähigkeit zum Pressing angetan ist. Ein sehr wichtiger Aspekt für den Trainer aus Tolosa, der zudem mit seiner spielerischen Qualität verbunden ist, Linien durch Pässe, Dribblings und Ballführungen zu überwinden. Und genau das hat Thiago Pitach das Vertrauen eingebracht, sich mit den Großen, mit der ersten Mannschaft beweisen zu dürfen. Und das hat er bereits in diesem ersten Trainingsspiel gegen Leganés hinter verschlossenen Türen bewiesen, indem er ein Tor erzielte und weiterhin überzeugte. Die nächste Bewährungsprobe wird also in Österreich stattfinden, bei diesem nun im Fernsehen übertragenen Testspiel, bei dem auch die Fans Thiago Pitach sehen können. Und wir werden sehen, ob er ebenfalls zum Einsatz kommt, ob er auch für das erste Ligaspiel von Real Madrid nominiert wird. Ja, ihr habt es gehört. Xabi Alonso sieht in diesem Jungen seinen eigenen kleinen Vitinha, seinen Spielgestalter. Die Position, wo Madrid dringend einen Backup für einen Arda Güler braucht. Und der Junge überzeugt vor allem durch sein Pressing. Und ich glaube, wenn Real Madrid eins auszeichnen soll in dieser Saison, wenn der Plan von Xabi Alonso aufgeht, ist das dieses offensive Pressen, die hohen Ballgewinne, die dadurch zu Torchancen führen, dieser moderne Fußball, den wir alle bei Bayer Leverkusen lieben gelernt haben. Ja, Thiago Pitach hat innerhalb von einer Woche sein Leben verändert. Ich freue mich für den Jungen und ich bin ehrlich, ich freue mich auch auf heute Abend. Hoffe, dass ich ihn die eine oder andere Minute auf dem Platz sehe. Ja, wen wir vielleicht auch auf dem Platz sehen, vielleicht aber auch nicht, ist Rodrigo. Der Brasilianer, der in dieser Transferperiode definitiv Thema Nummer 1 bei Real Madrid ist. Es schien so, als wenn er schon kurz weg gewesen wäre. Jetzt schien es so, als wenn er fester Bestandteil für die neue Saison ist. Aber ich hatte euch letztens beim Werbespots für die blauen Trikots noch gesagt, dass es für mich kein Zufall ist, dass in keinem dieser Spots ein Rodrigo zu sehen ist. Und ich glaube, meine Intuition hatte da recht, denn gestern ist die Bombe auf dem Transfermarkt geplatzt. Manchester City verkauft links und rechts Außenspieler und ist interessiert an Rodrigo. Ein Fabrizio Romano hat gestern 3 oder 4 Videos zu diesem Thema gemacht. Ich habe mir sie alle angehört und habe das letzte, was es ziemlich gut zusammengefasst hat, also das aktuellste von Fabrizio Romano, für euch übersetzen lassen. Hören wir da zusammen einmal rein. Bei Rodrigo zu bleiben und meine Position beizubehalten. Manchester City denkt wirklich ernsthaft über einen Transfer von Rodrigo nach, diskutiert intern und holt Informationen über den Preis ein. Real Madrid beginnt bei 100 Millionen Euro. Mal sehen, was Rodrigo machen möchte. Meinem Verständnis nach würde Rodrigo die Tür zu Manchester City nicht sofort schließen. Rodrigo liebt Real Madrid. Rodrigo würde sehr gerne bei Real Madrid bleiben, aber falls Manchester City mit einem sehr starken Angebot kommt, und dafür müssen wir abwarten, Savinho, Jack Grealish ist zu Everton gewechselt, ich denke, er wird die Nummer 18 nehmen. Dann wird auch James McAtee in den nächsten Stunden voraussichtlich zu Nottingham Forest wechseln. Mit all diesen Abgängen plant Man City, einen wichtigen Spieler für den Angriff zu verpflichten, und Rodrigo ist ihr Top-Kandidat, wie wir hier auf dem Kanal bereits berichtet haben. Pep Guardiola liebt Rodrigo, daher hat Manchester City das Gefühl, dass Rodrigo für diesen möglichen Wechsel offen sein könnte. Wir sollten diese Situation also weiter beobachten, denn ich denke, diese Rodrigo-Geschichte bleibt für Manchester City wirklich konkret. Dann müssen wir sehen, ob sie die Abgänge abschließen, zum Beispiel bei Tottenham und all den anderen, ob sie eine Einigung mit Real Madrid erzielen können und ob Rodrigo entscheidet zu sagen, okay, ich gehe, ich verlasse den Verein. Aber Man City und Pep Guardiola waren schon immer große Fans von Rodrigo. Das könnte ein entscheidender Faktor in dieser Geschichte sein. Ja, also
kein wildes Gerücht. Das, was Manchester City plant, ist schon sehr konkret. Ich sage euch, glaube ich, seit Jahren inzwischen auf diesem Kanal, dass ein Pep Guardiola ein absoluter Fan von Rodrigo ist. Wie auch nicht. Rodrigo war immer der Spieler, der gegen Manchester City getroffen hat. Ich glaube, allein aus dem Grund möchte Manchester City den haben, damit sie ihn bei Real Madrid loswerden, ihren Nemesis. Ja, und ein Rodrigo wird sich bei Manchester City zumindest einmal anhören, was sie mit ihm vorhaben. Und wie man hört, ein Grealish ist bereits weg nach Everton, ein Savinho geht, ein McAtee geht, etc. Manchester City hat Spielraum für einen großen Transfer und das sowohl im Transfer für Madrid als auch im Gehaltsspiegel für Rodrigo. Und wenn du als Manchester City neben Madrid wohl die beste Mannschaft der letzten 10 Jahre sagst, du wirst bei uns absoluter Starspieler, unser linker Flügel mit einem Erling Haaland, einem Rodri, einem Bernardo Silva, Cherki, Reinders etc. pp. Mit einer absoluten Weltauswahl, natürlich hörst du dir das an. Ja, und Madrid scheint auch offen für einen Transfer zu sein. Also übrigens, was ihr gerade hier im Hintergrund seht, ist das Abschlusstraining von Real Madrid. Das letzte Training, könnt ihr ja nochmal schauen, was die Jungs gestern so gemacht haben, bevor die sich heute auf den Weg nach Österreich gemacht haben. Ja, also ihr habt es von Fabrizio Romano gehört. Eine bessere Quelle gibt es in der Welt des Transfers auf keinen Fall. Ein Rodrigo hört sich an, was Manchester City möchte. Ein Manchester City möchte All-In gehen. Für die scheinen die 100 Millionen von Real Madrid auch kein großes Handicap zu sein. Wenn sie eins haben, dann ist es Geld. Wenn sie eins haben, ist es eine absolute Star-Auswahl und auch einen Top-Trainer. Also müsste man als Madrid-Fan überlegen, ob man so einen Spieler an so einen Top-Konkurrenten abgeben möchte. Aber das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ja, bin ich gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Viele von euch sagen, wir dürfen einen Rodrigo auf keinen Fall verkaufen. Andere sagen, er ist zu unkonstant, er bringt nicht dauerhaft seine Leistung. Ich befürchte, wenn der bei Manchester City dauerhaft über links spielen darf, dass er da dauerhaft seine Leistung bringen wird. Naja, wird man sehen. Ja, und jetzt zum Abschluss, wie gewohnt, das habe ich lange nicht mehr gemacht, die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Aber heute machen wir es mal ein bisschen anders. Heute werde ich die Aufstellung machen, die ich glaube, die ein Xabi Alonso nehmen wird. Es ist eine Woche vor Saisonstart. Das heißt, ein Xabi Alonso wird versuchen, so nah wie möglich an die Startaufstellung zu kommen. Vermute ich einfach mal, glaube ich. Und wenn ein Xabi Alonso bisher in den Vorbereitungsspielen eins gezeigt hat, seit Bellingham verletzt ist, bevorzugt er ein 4-3-3. Ich glaube, wenn der Engländer zurück ist, wird er öfter auf sein 3-5-2 überspringen. Aber ich vermute einfach mal, wir werden demnächst öfter mal ein 4-3-3 sehen. Deshalb werde ich auch die Aufstellung zu einem 4-3-3 heute machen. Im Tor, glaube ich, gibt es keine Diskussion, Thibaut Courtois. Unser linker Verteidiger wird heute Premiere feiern, glaube ich zumindest, Álvaro Carreras. Links hinten keine große Überraschung, Dean Housen. Rechter Innenverteidiger, glaube ich, ein Rüdiger wird heute starten, wobei es mich auch nicht groß überraschen würde, wenn ein Militao starten würde. Vor allem hat ein Militao mir im letzten Spiel in der halben Stunde mehr gezeigt als Rüdiger in den letzten Monaten. Deshalb, bin ich gespannt. Rechter Verteidiger glaube ich, dass Trent startet. Das gleiche wie bei Militao gilt für Carvajal. Beide kommen aus einer Verletzung. Deshalb vermute ich, der Engländer wird starten. Auf der 6 Aurelien Tchouaméni. Die 2 Achter, die werden heute sein, meiner Meinung nach, Arda Güler und ein Brahim. Ein Brahim hat schon einen Bellingham ersetzt gegen Leganés, hat ein Tor gemacht. Ich glaube, das wird so bleiben. Die 3 vorne werden sein, links Vini, in der Mitte ein Kylian Mbappé und rechts ein Gonzalo. Es kann auch sein, dass ein Gonzalo in der Mitte spielt und ein Mbappé über rechts oder dass die 3 ein bisschen variieren. Aber ich vermute mal, das ist die Startaufstellung für das heutige Spiel. Ich hätte die Aufstellung ein bisschen anders gemacht, aber das wollte ich heute mal sein lassen. Das ist die Aufstellung, die ich für das Spiel heute Abend vermute. Deine Vermutung kannst du gerne in den Kommentaren lassen. Wenn du schon mal da bist, liken, teilen, followen. Du weißt, wie YouTube funktioniert und morgen kommen wir nicht nur zur Spielanalyse, sondern zu einem anderen wichtigen Thema. Denn was die spanische Liga macht, ist unglaublich. Die nächste Saison ist jetzt schon wieder manipuliert. Naja, wie dem auch sei. Ich freue mich auf heute Abend. Ich hoffe, ich sehe viele von euch im Livestream und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin.
A la Madrid!